Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Und da der dicke Papa ein Suppenkasper ist ja weithin bekannt, gibt es heute ein Rezept, was sich einige von euch gewünscht haben in den Kommentaren. Wo wir gerade beim Thema sind, Kommentare. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal irgendwas koche für euch, wo ihr Spaß dran habt, schreibt es mir einfach unten rein. Ich versuche das zu berücksichtigen. Zurück zur Suppe. Ich koche heute eine Peking-Suppe. Kennt ihr doch bestimmt vom Chinamann, das ist eure Lieblingssuppe, nehme ich mal an. Meine ist es auf jeden Fall, ich könnte sie literweise wegschnabulieren, ich stehe voll drauf und fahre drauf ab. Ich zeige euch heute meine Variante an alle chinesischen Freunde, nicht die Hände beim Kopf zusammenschlagen, aber unterm Strich wird es lecker. Also schaut mal kurz mit mir hier runter, was ich alles mitgebracht habe. Es gibt lecker Hähnchenschenkel, dann ein bisschen Suppengemüse dazu, wir kochen uns ja ein schönes Süppchen, ne? Dann haben wir Zwiebeln, Tomaten, Karotten, Mu-Erpilze, Bambusschösslinge, Mungobohnen und. Und aus dem ganzen Ding hier machen wir gleich einen Topf voll Freude und werden uns das gemeinsam reinballern. Rezept mache ich, Zutatenliste steht unten drin und wir fangen jetzt an, ihr guckt mir zu und dann wird es herrlich. Beim Kochen ist es wie beim Hausbauen, glaube ich zumindest. Wir fangen da an mit den Sachen, die am längsten dauern. Und zwar ist das Huhn. Ich habe hier so geile Maishähnchen-Bio-Schenkelchen geholt. Das, weißt du, aus der Suppe kann nur das rauskommen, was du auch reintust. Deswegen gute Qualität, schön fleischig mit Rückenstück, ne? Erstklassig. Und guck mal hier, ein Töpfchen Wasser. Und dann gehen die Jungs da auch schon rein und auf die Reise. Ihr könnt das natürlich auch mit dem Suppenhuhn machen. Es dauert halt dementsprechend ein bisschen länger. Und ich finde halt hier diese Brust, die du beim Huhn dann auch hast, das wird dann leicht mal trocken. Ja? Und bei den Schenkeln hast du das Problem nicht. Da hast du halt dieses geile, dunkle Fleisch, was ein bisschen saftiger bleibt. Ne? Ich mache mir dann hier so ein bisschen Gemüse noch zurecht. Da braucht ihr gar keinen riesigen Aufriss machen, weil wir die Suppe nachher sowieso durch Sieb abschöpfen. Das heißt, einfach grob zerkleinern. Ja, und dann kommt das Zeug damit rein. Ihr kennt es, wie als ob ihr ein Hühnersüppchen zu Hause kocht. Einfach grob zerkleinern, den Dreck hier unten natürlich weg. Und dann kommt es damit rein. Ne? Gewaschen haben wir das vorhin schon, grob. Und rein ins Süppchen. Und dann geben wir da auch schon direkt Butter bei die Fisch. Und was ganz wichtig, elementar schon dabei sein muss, diesmal von Anfang an, ist Salz. Würde man in der anderen Suppe jetzt nicht am Anfang mit rein machen. Hier machen wir das mit rein, weil wir wollen den Geschmack schön rausziehen aus dem Huhn. Deswegen geht es damit hin. Und ich habe hier so einen fetzen Ingwer. Da machen wir auch einen halben mit rein. Den hacken wir auch einfach in Scheiben. Und dann nochmal so ein bisschen drüber. Ihr wisst ja, je größer die Oberfläche, desto mehr Geschmack können wir da rausholen. Und dann geht es da auch mit rein. Herrlich. Und dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. Ne? In der Zwischenzeit schnippel ich so ein bisschen was zusammen. Und dann warten wir auf unser Süppchen. Hast du einen gegessen, Tim? Hm? Tim. Ah, da ist er ja. So sehen die aus. Jetzt lassen wir die kurz abkühlen. Die könnt ihr in den Kühlschrank stellen oder wie auch immer. Und dann werden die gezupft. Und hier ist unsere schöne Suppe. Sieht geil aus, gell? Schmeckt auch so. Gut, dann geht's mal weiter ans Suppe kochen. Jetzt kochen wir ein Süppchen. Hab mir hier so einen Topf geholt. Dann machen wir ein Schlückchen Öl unten rein.
Und dann haben wir natürlich vorhin hier die ganzen Zutaten zusammengeschnippelt. Hier seht ihr, Karotten, Zwiebeln, Bambus, dann haben wir die Mu-Er-Pilze, dann haben wir Knoblauch, wir haben eine Thai-Chili genommen, wir haben ein bisschen Frühlingslauch und ich habe so ein paar geschnittene Tomaten. Der Trick ist jetzt natürlich wieder die Sachen, die am längsten brauchen, da reinzubekommen. Das sind unter anderem diese Zutaten hier. Und dann lassen wir die da so schön anschwitzen. Und das ist nachher ja quasi auch schon unsere Einlage. Deswegen, ich habe das alles versucht hier so ein bisschen in Würfelform zu bringen. Da müsst ihr euch nicht allzu viel Mühe geben. Ich würde es aber auch nicht allzu grob schneiden. Weil schaut mal jetzt hier rein, das sieht nachher auch gut aus. Und es ist natürlich auch so vom Charakter her das, was man von dieser Peking-Suppe kennt. Ne? So sieht es ja dann aus, was da so drin rumschwimmt. Und man kann das super weglöffeln. So, dann machen wir hier noch Chili und Knoblauch mit rein. Ingwer ist auch noch dabei, ne? Nicht vergessen, Ingwer ist elementar. Und dann alles so, sag ich mal, bei mittlerer Hitze ein bisschen schwitzen lassen. Ich hole euch gleich dazu, wenn wir zum nächsten Step kommen. Schaut nochmal hier rein. Komm. Hier schwitzt es ordentlich vor sich hin. Wir machen das alles so ein bisschen farblos, ne? Aber es soll schon mal, ich weiß, es muss alles so ein bisschen warm werden und zusammenkommen und so geschmacklich sich explodieren, keine Ahnung, entfalten. Ach, was eigentlich, jetzt ist das Wort wieder da. Genau, der Geschmack kann sich besser entfalten, wenn es so ein bisschen schwitzt. Ja, jetzt hat es genug geschwitzt. Also nein, also doch, geschwitzt hat es. Aber jetzt kommt rein ein bisschen Tomatenmark. Machen wir mal so, ja, 2,5, 3 Esslöffel. Das ist gut. Und dann nennt man diesen Vorgang hier Tomatisieren. Ja. Nein, Spaß, na klar. Also Tomatisieren macht man auch bei einer Soße. Ja, guck mal, bleib mal hier mit mir, damit die Leute mal sehen, wie das aussieht. Und zwar bildet sich dann hier unten am Topfboden durch das Tomatenmark so eine leichte Schicht. Siehst du das? Ja, und das gibt uns nachher die Farbe. Darauf wollen wir hinaus. Und außerdem Geschmack natürlich. Ne? Angeröstetes Tomatenmark gibt ordentlich Geschmack, Farbe und die gewisse Tiefe, die es nachher braucht. Und hier bei der Suppe ist es tatsächlich elementar. Aktuell ist es noch ein Schmorgericht, aber es wird zum Süppchen. Und immer so bei mittlerer Hitze, ne? Nicht übertreiben. Jetzt kommt's. Sojasauce. Ordentlichen Schluck. 3, 4, 5, 6 Esslöffel, je nachdem. Das muss dran. Ablöschen. Dann habe ich hier so einen Reisessig, ne? Weil es ist ja so ein süß-sauer, scharfer Geschmack am Ende. Geil, was ist denn hier für ein Riesenloch? Da kommt überhaupt nichts raus, gell? Guck mal hier. Also Reisessig muss da rein, aber das schmecken wir nachher nochmal ab. Ne? Da muss man nicht gleich alles dran machen. Und was ich noch habe, hier so ein bisschen Wasser von den Bambusschösslingen eben. Das bringt auch schon eine gewisse Tiefe und Dichte mit sich. Dann habe ich hier so eine Chili-Paste. Da könnt ihr auch Sambal Oleg oder sonst irgendwie was nehmen. Ich habe hier so eine geile Thai-Chili-Paste. Ich fahre da voll drauf ab. Die hat da eigentlich nichts drin verloren. Aber ob du jetzt Sambal nimmst oder andere Chilis oder das Zeug, ich finde die gut. Ne? Die ist einfach lecker. Oh, wenn ihr das riechen könnt. Ne? Wie oft habe ich es denn schon gesagt? Aber es ist tatsächlich... Boom! Ja, ich freue mich. Was habe ich denn vergessen? Ein bisschen Pfeffer wollen wir dran machen. Ich nehme hier so einen geschroteten Pfeffer. Könnt ihr alles nehmen, was ihr wollt. Pfeffermühle selber schroten, stoßen, mörsern. Brauner Zucker, elementar, wegen süß, sauer und so weiter. Das ist extrem wichtig. Da machen wir auch schon ein bisschen Salz hin. Aber da würde ich auch zum Schluss abschmecken, weil ich habe ja auch schon ordentlich Salz in der Gemüsesuppe drin, beziehungsweise in der Hühnersuppe. Ah, das ist gut. Es ist jetzt schon... Also... Guck mal, dann habe ich hier noch Tomatenwürfel geschnitten. Da habe ich die Haut nicht abgezogen, weil das kocht eh mit weg. Die kommen da noch mit rein. Da haben wir ein bisschen ein paar frische Tomaten mit drin, neben dem Tomatenmark. Und ich habe hier noch ein paar Limetten liegen. Geht auch noch mal damit rein. Limettensaft, schön frisch, lecker, sauer, perfekt. Da müsst ihr selber ausprobieren, wo ihr da Bock drauf habt, wie viel und wie es dann am Ende schmeckt. Nicht jedes Tomatenmark ist gleich, nicht jede Limette ist gleich. Tastet euch da mal so ein bisschen ran mit dem Grundrezept und dann einfach auch selbst auf den guten eigenen Geschmack verlassen und nach eigenem Gusto dann abschmecken. Ne? Aber den groben Fahrplan gibt es ja hier von mir. Also wir haben jetzt Reisessig und Limette drin. Am Ende ist es dann schon sauer genug. Aber jeder mag es ja ein bisschen anders. So, Limette ist drin.
dann hat es hier alles. Oh, jetzt guck noch mal. So sieht es jetzt aus. Schönes, geschmortes Gemüse aktuell. So, und jetzt gehen wir hin und schütten uns mal die Suppe ab und dann geht es gleich weiter. Ich habe mir hier die einfache Variante, ich hole mir ein Sieb und dann nehmen wir unsere geile Hühnerbrühe und schütten die durch Sieb direkt da rein. Gucken, ob wir da alles brauchen. Ja, nehmen wir mal einen großen Teil davon. Hühnersuppe kann man immer gebrauchen, gell? Und so sieht es jetzt aktuell aus. Schaut mal rein. Ich sag mal so, das erinnert doch schon im Groben an das, was es mal werden soll. Deswegen würde ich sagen, wir lassen es jetzt mal aufkochen. Ich zupfe die Hühner derweil und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Huhn ist gezupft. Guck mal her, das ist übrig. Und so sieht es dann aus. Haut nämlich mit, finde ich geil. Und dann gehen wir hin. Und also man kann das natürlich auch so klein, fein zupfen, ne? Aber ich finde es immer ganz geil, wenn man das so, ja, in so ein bisschen in Streifen macht, so ein bisschen durchhackt. Einfach geil. So, dass man es nachher gut auf den Löffel kriegt, ne? Das ist auch super geil. Ihr merkt das schon, ne, wenn ihr euch da ein ordentliches Huhn kauft, wie das ist von der Struktur. Das ist ein bisschen fester, das Fleisch, das ist eine ganz andere Geschichte, ne? Probiert das aus, investiert in gute Hühner. Oh, ich schnippel das hier zusammen und derweil kocht hier die Suppe. Guck mal, wie geil das aussieht schon. Das lassen wir jetzt noch so ein bisschen runterkochen, ein bisschen einkochen. Und wenn das Fleisch fertig ist, fügen wir alles zusammen und dann zeige ich euch die nächsten Schritte. Das Huhn ist geschnippelt. Schau mal da. Die ganze Arbeit, gell? Und dann ist es geschreddet. Hier ist die Suppe, da ist das Huhn. Wir machen eins draus. Und zwar kommt das Huhn jetzt da rein. Schön gemütlich, dass nicht alles voll spritzt. Ah, herrlich. So muss das sein. Und auch das lassen wir jetzt noch mal miteinander so 5 Minütchen vor sich hin kochen. Das Huhn ist ja fertig. Der Geschmack ist in der Suppe. Aber ich will, dass es jetzt noch mal richtig aufkocht. Und dann kommt dann auch schon die finale Phase. Da müssen wir die ein bisschen abziehen. Ihr wisst, die Suppe, die ist immer so ein bisschen dicker. Und abschmecken auf jeden Fall auch noch mal. Kann sein, dass da noch ein bisschen Reisessig und sowas rein muss. Ne? Das müssen wir gleich noch mal sehen. Ein bisschen Sojasauce, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Ah ja, dann warten wir noch einen kleinen Augenblick, bis es einmal aufgekocht hat und dann geht es wieder weiter. Süppchen, da ist es. Oh, das sieht geil aus. Hier, ein bisschen Stärke habe ich mir angerührt mit einem Schlückchen Wasser. Und da müsst ihr das so ein bisschen, ja, ein bisschen abziehen. Nicht gleich alles rein. Ne? Erstmal langsam gucken, dass das hier auf die richtige Konsistenz kommt. Es muss so diesen Asia-Restaurant-Flavor-Konsistenz-Ding haben. Ihr wisst schon, was ich meine. Gell? Also ein normaler Mensch wird jetzt aufhören, weil die Konsistenz geil ist. Aber dann ist es nicht so, wie wir es wollen. Sondern es muss ein bisschen weiter. Das ist gut. Das ist immer noch zu flüssig. Gell? Aber es kommt ja gleich noch der Endgegner rein. Ich habe ja noch Eier am Start. Ne? Da müssen ja auch so ausgeflockte Eierblumen rein quasi. Ja, so, das geht einmal da rein. Das waren jetzt so gut 2-3 Esslöffel auf die Menge. Das sind jetzt hier 4 Liter Suppe. Ihr könnt das auch ein bisschen runterrechnen. Ich schreibe euch auch kein Rezept rein, sondern nur eine Zutatenliste nachher. Ne? So, das ist gut. Konsistenz passt und jetzt kommt Ei ins Spiel. Ich habe ja hier vorhin diese Eier so ein bisschen an- und aufgeschlagen mit einem Tröpfchen und ein bisschen Tralala. Und das kommt jetzt da rein. Das lassen wir einmal da rein und dann rühren wir nicht, weil wir wollen nicht die Suppe legieren oder ähnliches, sondern wir wollen, dass die jetzt einmal von selber aufstockt und dabei hier diese kleinen Eierblümchen entstehen. Guck mal, hier sieht man es sehr gut. Seht ihr das? Guck, guck, guck. Es kommt jetzt hier von unten hoch. Ja, das ist das, was wir wollen. Gut. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Da muss man warten, da muss man mit Liebe rangehen. Weißt du? Da muss man ein bisschen Geduld haben. Süppchen-Koche dauert Zeit. Ja, jetzt können wir es auch einmal durch. Und ich habe natürlich auch wieder ein Ei mehr reingemacht, ne? Weil wir kochen ja für uns selber. Da darf es ruhig gehaltvoll sein. So, Suppe fertig. Guckt ihr euch sie an. So sieht sie aus. Ich richte sie jetzt gleich an und dann probieren wir zusammen. Herrlich. Süppchen ist da, Süppchen ist da. Oh, sieht das geil aus. Guck mal, die hat die richtige Konsistenz. Nehmt euch eine Schale, Suppentasse, wie auch immer. Ich habe jetzt hier so eine rausgesucht. Dann machen wir das da rein. Hier schön sauber, gell? Keine Faxen machen. Toll. Aber hier so ein bisschen Mungobohnen, Sojasprossen, hast du nicht gesehen? Machen wir hier so ein paar oben drauf. Einfach nur, damit es hübsch aussieht. Und dann machen wir hier noch so ein bisschen vom geschnittenen Grün vom Frühlingslauch.
Und dann machen wir ein Foto und dann probieren wir zusammen. Das Foto ist im Kasten, ihr habt es schon gesehen. Boah, habe ich Bock drauf. Aber guck mal hier, seht ihr das? So muss die haben, geile Konsistenz, alles drin, was muss. Ich sage, Optik ist eine 1. Geschmack sehen wir jetzt. Oh, geil. Ich mache mir da immer noch so ein bisschen Sambal Oleg drauf, weil ich mag das schärfer. Aber genau das, was wir wollten. Ein riesengroßer Topf voll Pekingsuppe. Und Kinders, wichtig, damit ich hier weiter Sachen kochen kann, macht mal einen Daumen nach oben bitte. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, und das sind tatsächlich die meisten von euch, abonniert doch meinen Kanal. Das kostet nichts. Es hilft uns unheimlich weiter dabei hier. Und wir sehen das auch als Anerkennung, dass ihr Spaß daran habt, was wir hier für Videos machen. Vor allem schreibt mir noch mal einen netten Kommentar unten rein. Ich habe es eingangs schon gesagt. Und kocht diese Suppe nach. Ich bedanke mich bei euch. Wir essen jetzt auf. Vielen lieben Dank. Bis bald. Tschüss.